Vielen herzlichen Dank, auch für die Liebe, lieber Vijay. Ja, ist auch wichtig. Wird oftmals vergessen, Freude, Humor, Liebe. Und ich hätte da noch ein paar Nachfragen an Anatol und an Vijay. Und zwar würde ich schon gerne wissen, Vijay, die NATO-Expansion in Asien. Also, weil du ja auch jemand bist, der im globalen Süden immer unterwegs ist und unterstützt. Du hast vom BRICS-Gipfel gesprochen, der jetzt stattfindet. Wie wird die NATO in Asien wahrgenommen? Kannst du uns vielleicht diese Wahrnehmung vielleicht schildern? Und inwieweit ist die NATO-Suche nach Alliierten in Asien eigentlich erfolgreich? Ja? Also ich habe ja gesagt, Südkorea, Australien, Japan und Neuseeland war auch auf dem Gipfel in Den Haag, um auch eben zu signalisieren und zu symbolisieren, dass man eben global unterwegs ist, als eine Organisation, die ja immer noch Nordatlantik in seiner eigenen Bezeichnung hat. Und das würde uns ein bisschen interessieren, wie diese Expansion stattfindet. Und Anatol, mich würde aus deiner Sicht Folgendes interessieren. Hier in Deutschland würde ich schon sagen, dass viele Menschen wissen, was die NATO ist. Meine Beobachtung in den USA war, dass die normalen US-Bürger gar nicht wissen, was die NATO ist. Und deshalb würde ich gerne wissen, also wie ist denn das Bewusstsein, das Verständnis von NATO? Hier wird oftmals, gibt es hier auch Umfragen, man weiß nicht, inwieweit sie tatsächlich so authentisch sind und glaubhaft sind bezüglich der Unterstützung für die NATO. Es gibt eine hoffnungsvolle Umfrage, ich glaube, das war von Allensbach, Ende 2023, dass eine Mehrheit in Deutschland die Bündnisverpflichtung, Artikel 5 im NATO-Vertrag, nicht unterstützt. Das heißt, das Herzstück eigentlich der NATO, des NATO-Vertrages, das Herzstück ist ja, dass das Bündnis, wenn es angegriffen wird, ein NATO-Staat angegriffen wird, dass die gesamte Bündnisstaaten der NATO quasi dann in den Krieg zu ziehen bereit sind zum Schutz dieses anderen Staates. Und eine Mehrheit in Deutschland, darüber schreibe ich auch in dem Buch, hat zum Beispiel bei dieser Umfrage gesagt, sie sind nicht bereit, diese Bündnisverpflichtung einzugehen. Also da denke ich immer, dass das Volk, lieber Vijay, weiser und schlauer und unterstützenswerter ist als die Regierung. Wir haben dort eben einen Widerspruch, politische Eliten in Medien und Politik versus eben der Bevölkerung in Deutschland. Deutschland ist nicht nur die Regierung, wir sind auch Deutschland. Und deshalb also würde mich interessieren, wie ist eigentlich die Diskussion in den USA jetzt fernab von den Thinktanks und dem Hill, also dem Kongress und so weiter. Wie wird das wahrgenommen? Was ist da für ein Verständnis? Gibt es da eine Unterstützung oder nicht? Und vielleicht auch in den verschiedenen Lagern, wenn du uns das ein bisschen einordnen kannst, ob es im demokratischen Lager etwas anders ist als in dem der Republikaner. Und dann vielleicht noch als Ergänzung, du hast es auch ein bisschen angesprochen in deinem Vortrag, die Hochrüstung bei Rezession. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben ja nicht mehr die 50er Jahre. Welche Folgen hat das eigentlich für ein Land? Inwieweit, du bist ja schon seit längerem am Beobachten und bist Experte, inwieweit kannst du das aus Erfahrung auch wiedergeben, was das eigentlich für Folgen hat, wenn man so stark aufrüstet? First Anatol, maybe? Yep. Okay. There was an old joke, I can't remember anymore whether it was a Western joke or a Soviet one, about an American and a Russian meeting and arguing. And the American said, I have a television set at home, I have a fridge at home, and when I go on holiday abroad, I drive a Cadillac. This is the old days. Der Amerikaner sagte, ich habe einen Fernseher zu Hause, ich habe einen Kühlschrank zu Hause und wenn ich in Urlaub fahre, dann fahre ich natürlich Cadillac. And the Russian replies,
I also have a television at home. They didn't say maybe a smaller one. I also have a fridge at home. And when I go on holiday abroad, I drive a tank. Der Russe sagte, ich habe auch einen Fernseher zu Hause, vielleicht auch kleiner, ich habe auch einen Kühlschrank zu Hause. Ja. Und wenn ich ins Ausland in Urlaub gehe, dann fahre ich Panzer. Now, it could be said that the joke is now on both sides. I mean, we know about Russia, but statistically it seems that a majority of Americans who travel for longer periods abroad do in fact do so with the US military. Man könnte jetzt sagen, der Witz hat sich leicht verändert und geht in beide Richtungen. Klar, wir wissen über Russland, aber auch was die Amerikaner angeht, die längere Zeit in Russland verbringen. Well, tun das mit dem Militär. now, I mean, what this illustrates is the fact that, I hope Molly will forgive me for saying this, but, and you know, it's not that America is different from most countries in the world in this respect, but a very large majority of Americans are somewhat ignorant of the outside world. I express this with moderation. Ich glaube, ein Fakt ist, dass, und das unterscheidet die USA nicht von vielen anderen Ländern auf der Welt, das Großteil der Bevölkerung ist eher ein wenig ignorant. Now, but what this also means is that those Americans who are interested in the outside world all too often come from, shall we say, very specific backgrounds, either military or in ethnic lobbies, or of course the military-industrial complex. They are, in a way, a self-selected group. But of course, the fact that they are interested in the outside world from their specific perspective, when the great majority of Americans are not, gives them tremendous power. Die Teile in der US-Bevölkerung, die dann tatsächlich am Rest der Welt interessiert sind, kommen häufig aus mehr oder weniger drei Gruppen. Leute mit einem militärischen Hintergrund, ethnische Lobbys. Das sind sozusagen selbst gewählte Gruppen, die sich mit dem Rest der Welt beschäftigen und das aufgrund ihrer jeweiligen spezifischen Perspektiven. Aber dadurch, dass sie das tun, der Umstand, dass sie das tun im Vergleich zu einem großen Teil der Bevölkerung, der das eben nicht tut, gibt ihnen überdurchschnittliche Macht. And I mean, that leads, but once again, you know, I'm not just saying this about America, one could well say it of other countries as well, that, you know, it is all too easy to convince the population, you know, as a whole, or enough of them, that they are under threat from some country or leader that a majority of them have never heard of and could not find on a map. It gives tremendous power to state propaganda and the propaganda of particular lobbies. And of course, you have a large part of the relevant media which is working for the establishment. Noam Chomsky wrote a very famous book on this subject. Ich will nicht sagen, dass das nur in den USA so ist, aber es gilt auch für andere Länder. Ich würde sagen, es ist viel zu einfach, die Bevölkerung von einer Bedrohung zu überzeugen, die aus irgendeinem Land kommt, von irgendeiner Region, von irgendeinem Land, das sie noch nicht mal auf einer Karte finden können. Und das räumt der staatlichen Propaganda enorm viel Macht ein, aber auch der Propaganda von Lobbys. Und dann gibt es darüber hinaus natürlich auch noch die Medienlandschaft, die enorm für das Establishment arbeitet. Und ich verweise hier auf das Buch von Noam Chomsky, der dazu Manufacturing Consent. Die Konsensfabrik, danke. Was hier einhellig empfohlen wird. Now that said, you know,
I don't think that, well, certainly, the Trump administration is looking for war in Europe, but it would depend, very heavily on how a war began and how it could be sold to the American people. That's why I don't believe for a second in, some form of pre-planned, unprovoked, deliberate Russian aggression, because I think then you would have a coming together of the American establishment and people to defend NATO. Die Trump Administration, ich würde dagegen argumentieren, dass sie notwendigerweise einen Krieg in Europa haben wollten. Ich gucke hier auf den Beginn und tatsächlich der Fokus ist auf den Beginn des Krieges, aber auch die Frage, wie sich dieser den Amis verkaufen ließ, wie er verkauft werden konnte. Und ich sehe die Möglichkeit, dass dann auch die Eliten zusammenkommen und tatsächlich lösungsorientiertes angegangen wäre. If Europe, well, two things. I mean, if European actions were seen to be dragging America into a war, without America's consent, I think you would see a very strong backlash in the United States. The other thing, as I mentioned before, is that if this is not, a Russian attack, but if this is a lesser conflict that, quite frankly, yes, I mean, in the Balkans, this is Europe's issue. This is Europe's problem. We ought to be able to deal with this ourselves, as we shamefully failed to do in the 1990s. I think you would have massive opposition in the United States and the US Congress to the US having to pull Europe out of this again. But of course, there is a weird mixture here now in Europe of sort of total lack of self-confidence, but combined with incipient megalomania. There must be a psychological term for this, but maybe there isn't, because it's really quite unusual, I think, to find this combination still of this sort of belief in, Europe's great mission of endless expansion and so forth, and then again, actually the fundamental belief that we can't actually manage anything unless, well, no, I won't say exactly which part of Trump's anatomy Mr. Rutte kissed. Zwei Sachen. Sollte irgendwie eine europäische Aktion Amerika tiefer reinziehen, dann gäbe es meiner Ansicht nach eine große Ablehnung dessen im Kongress. Wenn wir uns diesen kleinen regionalen Konflikt auf dem Balkan angucken, ja, Europa hätte doch in den 90ern eigentlich in der Lage sein sollen, diesen Konflikt eigenständig zu lösen. Und sollte es jetzt eine Situation geben, in der europäische Aktionen dazu führen, die USA, Amerika wieder tiefer in einen Konflikt reinzuziehen, gäbe es sicherlich im Kongress eine massive Opposition dagegen. Verzeihen. Die EU verhält sich gerade wirklich fundamental wirr. Hier treffen zwei eigentlich gegensätzliche Aspekte, komplett gegensätzliche Aspekte aufeinander. Und ich weiß nicht, ob es in der klinischen Pathologie dafür einen Begriff gibt. Denn es ist einerseits ein komplettes Fehlen von Selbstbewusstsein, das auf einen absoluten Größenwahn trifft. Yeah, dual personality, something of the sort, anyway. Die Persönlichkeit, Schizophrenie, was in dieser Richtung. Denn der endlose Expansionswille Europas trifft, um es zu simplifizieren, auf das Verständnis, dass wir nichts hinkriegen. Und das ist wirklich bizarr. Aber, Anatol, ich habe da eine Nachfrage. Weil du sagst, es würde, wenn man die USA stärker noch in den Krieg hineinziehen würde, du meinst den Ukraine-Krieg, dann
Genau, also dann würde es einen großen, massiven Protest im Kongress geben. Da habe ich dann doch Nachfragen. You said if Europe is going to drag US more into the war, did you mean Ukraine? Well, I meant the Then there will be a massive protest in Congress. Well, there would certainly be great opposition from MAGA, from the MAGA camp in America. Yeah. That's what okay. Okay. Die Make America Great Bewegung, die möchte tatsächlich keine neuen endlosen Kriege und so weiter, aber ist damit zu rechnen, dass es eine Mehrheit im Kongress ist, weil wenn man sich die Demokraten sich anschaut im Senat und im House of Representatives, da gibt es ja eine Mehrheit dafür. Die haben ja Trump kritisiert, dass er dort die Ukraine und Zelensky nicht weiter unterstützt. Und es ist ja auch nicht so, dass Trump absolut gar kein Interesse hätte irgendwie an diesem Krieg. Also er hat sich ja jetzt auch gerühmt, damit Nord Stream beendet zu haben. Wir wissen, dass ein anderer es gesprengt hat, aber er hat ja angefangen mit den Sanktionen damals und hat sich damit gerühmt. Also, und 2014 der Maidan-Putsch und so, das war ja auch letztendlich USA, Victoria Nuland und Teile der Republikaner. Es ist ja so, dass es ein Konsensus kein Konsensus. Nein, aber es gibt aber auch eine große Gemeinsamkeit von Republikanern und Demokraten an dieser, also geopolitisch, diese Ukraine sozusagen als eine Einflusssphäre zu behalten. Und deshalb würde mich schon interessieren, weil du gesagt hast, es würde dann einen Protest geben. Dieser Protest würde aber nur die MAGA-Leute betreffen, keine Mehrheit. Oder wäre es eine Mehrheit? Well, no, when I said that there would be massive opposition, I was actually speaking of the Balkans, of a new Balkan war, because that would be seen very much as Europe's problem alone. Es gäbe massive Opposition, dann bezog ich mich auf einen möglichen weiteren Balkankrieg, denn der würde ganz sicher als Europas und alleine als Europas Problem gesehen werden. But I mean, when it comes to Ukraine, I mean, as we saw with the Biden administration as well, they did not want to go to war. And very few people in America do want to go to war in Ukraine because obviously the danger is absolutely obvious. The risk is that you will have that there will be a process like in 1914 that will lead to accidental war. But I do think that Trump is determined to avoid that. I just hope people in Europe are as well. Ja. Okay, danke für die Klarstellung nochmal. Und Vijay, an dich nochmal die Frage, wie gesagt, die Expansion der NATO in Asien, wie kommt sie voran, wie erfolgreich ist man bei der Suche nach Alliierten und wie ist die Wahrnehmung? First, how many of you subscribe to Junge, Welt? Erstmal, wie viele von euch sind Abonnentinnen und Abonnenten dieser Zeitung? The reason I'm asking is because I cover this particular issue for Globetrotter. Die Frage, warum ich die Frage stelle, ist, ich beschäftige mich mit diesem spezifischen Thema für Globetrotter. And people like Mark Bebenroth, myself, etc. write about this issue in Junge, Welt. Und Leute wie Mark, ich schreiben über das Thema in der Jungen Welt. So I'm just saying, you can get a granular analysis in the paper. Also, alles was ich sagen will, ist, ihr kriegt wirklich Kern bei Kern eine Analyse des Themas in der Zeitung. So, I mean, next time I see you, it should be a universal hands up.
Nächstes Mal, wenn ich hier vor euch sitze, sollte eigentlich der ganze Saal die Hand heben. 3 points about Sevim's very important question. 3 Punkte zu Sevims sehr, sehr wichtiger Frage. First, China is the leading trading partner of most Asian countries. Erstens, China ist der Haupthandelspartner der meisten asiatischen Staaten. This includes South Korea, Inklusive Südkorea, it includes New Zealand, Australia. Neuseeland, Australien. It's the largest trading partner with all the ASEAN countries. Das ist der größte Handelspartner der gesamten ASEAN-Länder. So just imagine how absurd this is. Einfach nur mal vorstellen, wie absurd das ist. Chinese, Australian and other ships go back and forth between China and Australia with goods. Schiffe, australische, chinesische Schiffe fahren hin und her zwischen Australien und China mit Waren. They largely carry raw materials from Australia to China and finished goods from China to Australia. Rohmaterialien von Australien nach China und fertiggestellte Produkte von China in die andere Richtung. Now the Australian Navy patrols the route Die australische Marine kontrolliert die Strecke, where these ships go back and forth. wenn die Schiffe hin und her fahren. Because they are protecting these ships from China. Weil sie diese Schiffe vor China beschützen müssen. So Chinese commercial ships are taking goods to Australia and bringing goods back to China, and Chinese vessels will attack them. Also nochmal, die chinesische Handelsmarine bringt Waren von Australien nach China und andersrum und die chinesische Kriegsmarine könnte die angreifen. Last year I was in Australia. Ich war letztes Jahr in Australien. I went to Canberra and met one of the smartest military analysts. What? I met one of the smartest military analysts in the capital. Canberra, der Hauptstadt, habe ich einen der cleversten Militäranalysten getroffen. He used to be an Australian intelligence agency in the military. War Spion im Militär. Now he teaches in the military academy. Jetzt unterrichtet an der Militärhochschule. His name is Clinton Fernandez. His name is Clinton Fernandez. I asked Clinton, why is Australia patrolling the routes of Australian ships and Chinese ships? Ich habe ihn gefragt, warum patrouilliert die australische Marine entlang der Strecke von chinesischen und australischen Schiffen? He just started laughing. Hat nur angefangen zu lachen. So most countries in Asia trade enormously with China. Die meisten Länder in Asien handeln unvorstellbare Mengen mit China. Point number 1. Erstens. Point number 2, every country in the world has conflicts with its neighbors and with other countries. Zweiter Punkt, jedes Land in der Welt hat irgendwie Konflikte mit anderen Ländern, vor allem mit ihren Nachbarn. For instance, Germany. Zum Beispiel Deutschland. Germany had a very long conflict with France. Deutschland hat einen ziemlich langen Konflikt mit Frankreich. Went to war with France many times. Häufig gab es auch einen Krieg. In fact, the French came and occupied Germany while Hegel was lecturing at Jena. Zum Beispiel, also die Franzosen kamen ja und haben irgendwie Deutschland besetzt, als Hegel in Jena unterrichtet hat. You might be surprised to know that the United States and Canada still have a border dispute. Es überrascht euch vielleicht zu hören, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada immer noch Grenzstreitigkeiten haben. I don't mean Trump's statement that Canada should be part of the US. Ich beziehe mich hier nicht auf Trumps Statement, dass Kanada Teil der Vereinigten Staaten sein sollte. But there's a small island that is near Vancouver in Seattle that is disputed territory. Aber es gibt da immer noch eine kleine Insel bei Seattle und Vancouver und diese Insel ist nach wie vor umstritten. So obviously in Asia there are disputes between countries. Also ganz offenkundig auch in Asien gibt es Konflikte zwischen Ländern. What the United States and NATO have done is to take solvable conflicts and make them military conflicts. Was NATO und die USA gemacht haben, ist einige dieser Konflikte zu nehmen und die Konflikte zu verstärken. For instance, the conflict between Philippines and China is real. Zum Beispiel der Konflikt zwischen den Philippinen und China, er ist real.
They have conflicts over some islands, Die streiten sich um ein paar Inseln. just like the United States and Canada. So wie Kanada und die Vereinigten Staaten. But if you threaten to make that island conflict into a national conflict, it is very dangerous. Aber wenn man so einen Streit um eine Insel in einen nationalen Konflikt verwandelt, ist es ziemlich gefährlich. NATO is militarizing conflicts that are solvable Die NATO militarisiert Konflikte, die eigentlich lösbar sind. and making it impossible to solve them. Und damit macht es sie unmöglich, die zu lösen. That's the second point. Zweiter Punkt. The third point is that many of the countries that go in and out of the US orbit are very anxious. Der dritte Punkt ist, dass viele Länder, die mit dem amerikanischen Orbit, mit der Einflusssphäre zu tun haben, sehr, sehr, sehr angstbehaftet sind. Take India as an example. Take India as an example. Nehmen wir mal Indien. In 2007, India joined a group called the Quad. 2007 ist Indien einer Gruppe beigetreten namens Was a good friend, front. No, I'm coming to Squad because there is now a Squad. That was Japan, Australia, Japan, Australien, United States, Vereinigte Staaten, India. Indien. But the Quad never took off. Aber dieses Vierer hat nie irgendwie funktioniert. India was not really interested. Indien war nicht wirklich interessiert. Then in 2014, there was an election and the right wing came to power in India. 2014 gab es eine Wahl und die rechtsgerichteten Kräfte erreichten in Indien die Macht. The right wing wanted the Quad back in action. Die Rechte wollte dieses Quad, diese Vierergruppe zurückhaben. So every year there was a Quad meeting from 2014 onward. Und deswegen gab es dann ab 2014 jedes Jahr so ein Quad-Meeting. There were military meetings, there were diplomatic meetings. The Quad was a big issue. Militärtreffen, diplomatische Treffen, dieses Vierer-Quad war ein großes Thema. Then India and China had a border conflict. Dann hatten Indien und China einen kleinen Konflikt um die Grenze. The conflict on the border where some soldiers died was very significant. Dieser kleine Grenzkonflikt, bei dem ein paar Soldaten starben, war wirklich wichtig. It shook the Indian government and they began talks again with China. Es hat die indische Regierung erschüttert und wir haben wieder angefangen, direkt mit China zu reden. Russia entered Ukraine. India decided to continue to support Russia. Russia nach Ukraine, nach die Ukraine, Russland, ja, Verzeihung. Russland in die Ukraine, Indien entschied sich dafür, weiterhin mit Russland zu spielen. India started to walk back from the Quad. India hat sich von dem Quad zurückgezogen. So the United States created a new group. Und deswegen haben die Vereinigten Staaten eine neue Gruppe erfunden. It's called the Squad. Es nennt sich Squad. No, it's called the Squad. es ist wirklich Squad. Squad. Yeah, it's same Japan, Immer noch Japan, same Australia, immer noch Australien, same United States, gleichen Vereinigten Staaten. but instead of India, Philippines. Aber jetzt statt Indien die Philippinen. So the issue I'm trying to point out is that none of these alliances are permanent. Was ich hervorheben möchte, ist, dass keine dieser Allianzen permanent ist. Countries in Asia are not exactly interested in a full-scale conflict with China. Kein Land in Asien ist irgendwie daran interessiert an einem großen Konflikt mit China. But the United States is. Die USA hingegen schon. And the United States is correct to seek a conflict with China. What? The United States is correct Und to die seek a USA conflict haben with Recht China. damit, irgendwie mit China einen Konflikt zu suchen. There's a guy who's in the US Defense Department. His name is Elbridge Colby. Es gibt
im US-Verteidigungsministerium einen Typen, der heißt Abercrombie. He is a realist, like Henry Kissinger. Ist Realist wie Henry Kissinger. He is not an idealist. Ist kein Idealist. He doesn't believe that you can bomb a country and make it a US democracy. Glaubt nicht daran, dass man Land bombardieren kann und daraus eine Demokratie formen kann als US-Vorbild. He believes China is a real threat to the United States. Glaubt, China ist eine wirkliche Gefahr für die Vereinigten Staaten. But it's not a military threat. Aber kein militärisches. China is not interested in attacking the United States militarily. China hat kein Interesse daran, die USA militärisch anzugreifen. He writes that China is going to wipe out the United States economically. Schreibt, China wird die USA ökonomisch vernichten. And the United States cannot compete economically with China. Und die Vereinigten Staaten können ökonomisch nicht mit China konkurrieren. Adam Smith is dead. Adam Smith ist tot. The US billionaires will not invest in the United States. Die US-Milliardäre werden in den USA nicht investieren. Gross investment in the United States, as in Germany, is declining. Da in Summe, die Investitionen sowohl in den USA als auch in Deutschland nehmen ab. The United States' main comparative advantage is its weapons. Der größte Wettbewerbsvorteil der USA sind seine Waffen. So it is correct from the US standpoint to seek to stop China's development by military threats. Deswegen ist es aus der US-Sicht richtig, Chinas Entwicklung durch militärische Drohungen zu unterbinden. There is no advantage to Germany in this war. Für Deutschland gibt es keinen Vorteil in dieser Ausnahme. In fact, there is no advantage to anybody in this war. Es gibt eigentlich keinen Vorteil für irgendwen in diesem Krieg. Except the large US companies. Außer für die großen US-Firmen. So in other words, it is correct for the US government to go to war against China for US companies. Also es ist sozusagen richtig für die US-Regierung, in die kriegerische Auseinandersetzung mit China einzutreten für US-Firmen. It's very important to understand that China is not going to surrender its development. Es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass China seine eigene Entwicklung nicht aufgeben wird. China believes it has a right to develop. China glaubt an sein Recht auf Entwicklung. And in fact, the United Nations Charter agrees with China. Und die UN-Charta stimmt China da sogar zu. So we have to fight really hard to stop this US war on China. Also es ist an uns wirklich heftig, gegen diesen US-Krieg gegen China zu kämpfen. That's why Germany has to remember what a peace movement looks like. Deswegen muss Deutschland sich endlich daran erinnern, wie eine Friedensbewegung aussieht. And you have to build a massive peace movement in this country. Wir müssen in diesem Land eine wirklich massive Friedensbewegung aufbauen. This is a peace movement against the war in China Eine Friedensbewegung gegen den Krieg gegen China. and a peace movement against the 5% of GDP to military. Eine Friedensbewegung gegen die 5% des Bruttoinlandsproduktes fürs Militär. There are no leopards in Germany. Leopards. Es gibt keine Leoparden in Deutschland. There are actually no panthers in Germany either. Es gibt auch keine Panther in Deutschland. These are African animals. Das sind afrikanische Tiere. Stop building leopards and panthers. Hört auf, Leoparden und Panther zu bauen. You were confused by the leopards and panthers? Vielen Dank. Mittlerweile ist es ja so, dass man in Leopardenkleidung im Deutschen Bundestag auch auftauchte, um den Leopardpanzer, die Bewilligung der Leopardpanzer an die Ukraine zu befördern. Soweit ist es gekommen. Und bezüglich China möchte ich, weil du die Handelsschiffe zwischen China und Australien genannt hast, ein Beispiel geben, wie weit Deutschland sich
an der Konfrontationspolitik der USA gegenüber China eigentlich schon beteiligt. Letztes Jahr sind Bundeswehrschiffe, Kriegsschiffe, in die Straße von Taiwan entsandt worden. Die Bundesregierung hat das begründet damit, man müsse sicherstellen den freien Seeverkehr in der Straße von Taiwan, weil China bedrohe den freien Seeverkehr in der Straße von Taiwan. Und deshalb wurden Kriegsschiffe Deutschlands in die Straße von Taiwan geschickt, um China einen Denkzettel zu verpassen. Ich habe daraufhin die Bundesregierung im Bundestag gefragt, wie oft ist es in den letzten 15 Jahren, ich habe einfach mal eine Zahl genannt, 15 Jahren vorgekommen, dass China irgendein Handelsschiff Deutschlands oder ein Handelsschiff deutscher Provenienz oder auch ein europäisches Schiff aufgehalten hat. Wenn man sagt, man muss Kriegsschiffe schicken, muss es doch wahrscheinlich einen Grund dafür geben. Die Antwort war 0. Kein einziges Mal. Das ist genauso absurd wie die Patrouille der australischen Kriegsschiffe, die die eigenen Handelsschiffe nochmal patrouillieren. Und genauso ist es auch in Deutschland, dass es überhaupt keinen Grund gibt eigentlich an dieser Konfrontationspolitik festzuhalten. Ganz im Gegenteil. China ist auch unser großer Handelspartner. Und leider aber ist es auch die Tendenz sinkend. Ja, seit dieser Diskussion um Decoupling, dass man sich trennen muss von China, dass man dezentralisieren soll und so weiter, sinkt das auch, die ganzen Investitionen und damit verbunden auch natürlich der Abbau an Industriearbeitsplätzen und wirtschaftlichen Wohlstand. Und insofern kann ich dir da nur zustimmen, Vijay, dass man da klar sein muss, dass wir davon nicht profitieren, von so einer Konfrontation mit China. Und wir da aufpassen sollten. Auch, und das sage ich auch ganz offen, auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte in China finde ich das unerträglich. Deutschland war eine Kolonialmacht in China und hat übelste Verbrechen begangen in dieser Kolonialzeit, die bis heute ungesühnt geblieben sind. Und geschweige denn von der Sühne gibt es noch nicht mal in Deutschland eine Aufklärung darüber. Es ist gar nicht aufgearbeitet worden. Und angesichts dieser Verbrechen, die dort begangen worden sind, dieser Kolonialzeit, die nicht aufgearbeitet worden ist, finde ich das auch unerträglich, weil jeder Chinese, mit dem ich in China zu tun hatte, jeder weiß um die deutschen Verbrechen, die in China begangen wurden. Noch heute. Und deshalb bin ich immer wieder erstaunt, mit welcher Hybris dann unsere Außenminister dann in der Welt unterwegs sind und andere belehren wollen, wie sie sich denn zu verhalten haben. Ich möchte jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit Anatol und Vijay, wenn Sie wollen, nochmal ein Schlusswort, die Möglichkeit geben für ein Schlusswort. Wir haben keine Fragezeit mehr. Wir haben um 21 Uhr Schluss und deshalb werden wir gleich die Veranstaltung beenden. Ich bitte Anatol und Vijay noch um ein Schlusswort und ich habe noch ein paar Informationen am Ende der Veranstaltung. Da bitte ich nochmal um Aufmerksamkeit. Anatol. Very briefly, I've been disturbed and depressed here in Germany by this combination of constructed public hysteria, sometimes genuine perhaps, sometimes artificial in public, and in private in the establishment, in which I include many journalists, alas, but also think tanks, a mixture of deep complacency, but also among those who have their doubts about existing policies, I have to say cowardice about speaking against this in public. There was, I'm sorry. Okay. Ich bin ein wenig verstört. Einerseits hier in Deutschland, einerseits bezüglich dieser konstruierten öffentlichen Hysterie, der ich begegne, in der Öffentlichkeit, aber im Privaten und
Ausstellung, die Journalisten, die Thinktanks hier, diesen Misch aus Zustimmung auf der einen und absoluter Feigheit auf der anderen, was aktuelle Politik angeht. There was considerable excuse for this in the Kaiserreich, when people did not speak against militarism and the drive to war. This was, after all, an authoritarian system. Im Kaiserreich ließ sich das alles begründen, wenn Leute sich nicht gegen den damaligen Militarismus und so weiter aussprachen. Es war schlichtweg ein autoritäres System. There was, of course, enormous excuse for this under Nazism, which was a totalitarian system. Und ja, dem Faschismus ließ sich das auch, gab es dafür auch Entschuldigungen, denn es war schlichtweg ein autoritäres System. There should be no excuse for this in a country which calls itself a liberal democracy. Aber das Narrativ ist ja, dass wir die Demokratien beschützen und dass wir die Menschenrechte schützen und alle anderen sind die Unmenschen und deshalb müssen wir aufrüsten. Das ist das Narrativ und viele Leute glauben leider daran. Ja, so ist es. Wir kämpfen für die Demokratie angeblich. Und dieser Merz, dieser BlackRock-Typ, diese Kapitalisten, die stellen sich vor die Demokratie und behaupten, sie schützen die Demokratie. Und das ist diese abgefeimte Erzählung. Yeah, yeah. Bravo. Bravo. First, thank you very much for being patient with us. Zuerst mal vielen Dank für eure Geduld mit uns. 20 years in the Bundestag. 20 Jahre Bundestag. Wow. She was like a teenager when she went there. You better send her back fast. Listen, I don't really have much to say apart from that I've had 1 week in Germany and I've really enjoyed myself. Ich kann nicht sonderlich viel sagen, außer ich habe eine Woche lang in Deutschland verbracht und ich hatte wirklich viel Spaß. We had an event with the Zetkin Forum on fascism and anti-fascism. Wir hatten die Konferenz mit dem Zetkin-Forum über die Refaschisierung Europas und Antifaschismus. And Franziska can tell you more about that. Franziska kann ich mehr davon erzählen. It was amazing that the Rosa Luxemburg Foundation invited me to talk about multipolarity. Es war lustig, dass die Rosa Luxemburg Stiftung mich eingeladen hat, über Multipolarität zu reden. And then I went to Buchenwald, which really broke my heart. Dann besuchte ich Buchenwald, was mich sehr berührte. 8,000 farmers' children from Russia shot in the neck by farmers' children from Germany. 8.000 Bauern aus der Sowjetunion, die von hinten in den Hals geschossen wurden von irgendwelchen deutschen Bauernkindern. Ernst Thälmann shot in the middle of the night, no ceremony. Thälmann, der in der Mitte der Nacht erschossen wurde, ohne irgendeine Zeremonie. Jews, Poles, so many people just brutalized. Polen, so viele Leute einfach ermordet. The East German government built a beautiful monument to Buchenwald. Die ostdeutsche Regierung baute ein wunderschönes Memorial And- für Buchenwald. And this government neglects the monument. Und diese Regierung vernachlässigt sich das. It is an absolute disgrace Das ist entwürdigend. that after the annexation of East Germany, Dass nach der Annexion Ostdeutschlands they have completely neglected the anti-fascist heritage. haben sie das antifaschistische Erbe gänzlich vernachlässigt. You know, they say, oh my God, the AFD is coming. Und die sagen so, oh, die AfD kommen. They are the AFD. Die sind selbst nicht. You have to save your history. Ihr müsst euch eure Geschichte bewahren.
If you're not fighting for your history, you'll have no future. Wenn ihr nicht für eure Geschichte kämpft, dann habt ihr keine Zukunft. The DDR lasted for 40 years. Es gab die DDR für 40 Jahre. You know, it just amazes me that I'm older than Lenin when he died. Es überrascht mich immer noch, dass ich jetzt älter bin als Lenin, als er starb. And I'm way older than the DDR. Und ich bin viel älter, als es die DDR jemals wurde. It was only there for 40 years. Es waren nur 40 Jahre. And they are so scared of it. Und sie haben immer noch so viel Angst davor. I mean, if it's true that the DDR was such an authoritarian, totalitarian state, why are they so afraid of it? Soll es richtig sein, dass die DDR so ein autoritärer Staat gewesen sei? Warum haben die dann so viel Angst? Why won't they let you learn about its health policies, its education policies, its housing policies? Warum lernt man nichts über Gesundheitspolitik der DDR, über die Wohnungspolitik der DDR, über die DDR als Hilfe? They are fascists. Sie sind Faschists. And I use the word knowing that it's like a completely overhyped word. Und ich benutze den Begriff, wissen, dass er viel zu häufig und viel zu oft gebraucht wird. They want to build a military state, Sie wollen einen Militärstaat bauen. rearm Europe. What the hell is that? Was um alles in der Welt ist das? I always say the United States is really good at blowing up bridges. Ich sage nur so, Amerika, die USA, was sie wirklich können, ist Brücken hochjagen. But they don't know how to build them. Aber sie wissen nicht, Brücken zu bauen. And I'm afraid that's the image now of German engineering. Und meine Sorge ist, dass das jetzt auch das Bild oder die Wahrnehmung von deutschen Ingenieurswesen wird. Remember German engineering? Erinnert ihr euch an deutsches Ingenieurswesen? The Germans can build anything. Deutsche können alles bauen. I wanted a mechano set from Germany, Ich wollte Metallbaukasten aus Deutschland. the best country that built things. Das beste Land, das irgendwie so Kram baut. And now they are going to only know how to blow things up. Und jetzt entwickeln sie sich daran, dass sie nur noch wissen, wie man Sachen kaputt macht. Thanks a lot. Danke euch. Thanks a lot, man. Thanks a lot. A lot. Rock and roll. I had a couple of comments. Yeah.